Good. Okay. So, welcome. We have some time to go through some questions. And I should say that the previous questions have been transcribed and likely edited and now are being produced as some books, which are available if you want to go over the many, many different past topics that we've touched on. So they're indicated on the website. Herzlich willkommen. Wir haben wieder heute Abend einige Fragen hier und die ich beantworten werde. Und ich kann euch auch sagen, dass die früheren Fragen- und Antwortrunden transkribiert wurden und die gibt es jetzt als ein Buch, wenn ihr das Ganze nochmal nachlesen möchtet. Das ist alles auf der Webseite zu finden. Okay, so I'm putting a new question in first because of the time frame, and you'll understand why. Ich fange an mit einer neuen Frage und zwar werdet ihr gleich verstehen, wenn ich sage, warum ich jetzt damit anfange. It says, my father is 91 years of age and in the last days of his life. Mein Vater ist 91 Jahre alt und er wird wahrscheinlich nur noch ein paar Tage leben. He is already unconscious and unaware of his surroundings. Er ist nicht mehr bei Bewusstsein und nimmt seine Umgebung nicht mehr wahr. He has never been interested in religion. Er hat sich noch nie für Religion interessiert. And I think he's been agnostic all his life. Und er war sein ganzes Leben, so glaube ich, ein Agnostiker. So the question is, apart from accompanying him, is it possible to do more for him? Und die Frage ist also jetzt, außer dass ich jetzt bei ihm sein und verweilen werde, gibt es irgendetwas mehr, was ich noch für ihn tun kann? Well, this is a situation that many people face. Das ist eine Situation, die vielen Leuten in ihrem Leben einmal so gehen wird. This man is in a situation where the elements of his body are starting to dissolve into each other. Dieser Mann ist in einer Phase des Lebens, wo die Elemente seines Körpers sich ineinander auflösen werden. He's not consciously moving his body, and the life energy is moving into the central channel. Er kann nicht mehr sein Bewusstsein, Körper bewegen und die Lebensenergie wird in den zentralen Kanal aufgenommen. In that case, the subtle earth element that was a basis for the sense of self starts to dissolve into the subtle water element. Und wie das abläuft, ist, dass das subtile Erdelement, was die Basis für diesen Sinn, für das eigene Selbst war, in das subtile Wasserelement sich auflöst. Which goes into the subtle fire element. Und das wiederum in das subtile Feuerelement. And then into the subtle wind element. Und das in das subtile Windelement. In the consciousness that has been organizing his life in many different situations is now just like a very fine breath about to dissolve into space. Und das Bewusstsein, was für sein ganzes Leben lang dieses Leben organisiert hatte, wird ganz fein, wird feiner und löst sich dann in dem Raum auf. When this subtle consciousness linked with the wind element dissolves into space, there's a sense of complete unconsciousness. Wenn das subtile Windelement zusammen mit dem Bewusstsein sich in den Raum auflöst, dann wird Bewusstsein ganz verloren. And then you have the movement away from the bardo of dying, which has been these stages of release from this embodied form. Und dann hat man die Schritte nach dem Bardo des Sterbens, also das sind die Schritte, Bardo des Sterbens ist, was ich gerade beschrieben habe, diese einzelnen Schritte.
and you go into this bardo of actuality, the Chönyi bardo, which is the you come face to face with the emptiness, which is the basis of everything. Und dann geht man ein in das Bardo der Tatsächlichkeit und und begegnet der Leerheit, die wirklich wahrhaftig die Grundlage von allem ist. It's as if there is nothing at all. Es scheint, als würde es gar nichts überhaupt geben. Now, in our ordinary dualistic consciousness, we spend our lives being busy trying to get entertainment and pleasure and avoid pain. In unserem normalen Leben verbringen wir so viel Zeit damit, uns unterhalten zu wollen und Freude erleben zu wollen und Schmerz vermeiden. And we don't really have the experience of being present with nothing. Und wir haben eigentlich nie überhaupt diese Erfahrung mit nichts direkt, diesem Nichts direkt zu begegnen. This is why Dharma practice is so important. Aus diesem Grunde ist die Praxis des Dharma so wichtig. When we study emptiness and then when we use a tantric practice to dissolve into emptiness, Wenn wir Leerheit studieren und tantrische Übungen dazu benutzen, um in diese Leerheit uns aufzulösen. and when in Dzogchen we directly see the empty nature of our mind, that it's not a thing in any way, Und wenn wir im Dzogchen ganz direkt die leere Natur unseres eigenen Geistes erfahren, dass wir in keinster Weise irgendein Ding sind, with all these practices, we are preparing for this moment of death. mit all diesen Übungen bereiten wir uns für diesen Moment des Todes vor. But Ja. But it appears that this gentleman has not had the opportunity to practice in this way. Aber es scheint von dem, wie die Frage gestellt ist, dass dieser Herr nicht die Möglichkeit hatte, sich auf diese Art und Weise vorzubereiten. And so if we are sitting beside someone in this state, it's very helpful to release our concerns and our desire to do something into the out breath and just remain relaxed and open. Also wenn wir neben jemand sitzen, der in dieser Phase seines Lebens und Sterbens ist, ist das Allerwichtigste einfach, all unsere Sorgen und unsere Wünsche für ihn loszulassen und uns immer wieder in das Ausatmen hinein zu entspannen. Because consciousness is separating from the body, it has no boundary, and then it's easier for our state of openness to link with the dying person's state of potential for openness. Weil das Bewusstsein nach diesem Bardo des Sterbens nicht mehr an den Körper gebunden ist, sondern im Raum ist es leichter für uns, eine Verbindung damit zu machen, wenn auch wir genauso offen sind und im Raum anwesend. This state of, as it were, pure emptiness doesn't last for long. Dieser Zustand der reinen Leerheit dauert nicht lange an. Then experience arises from emptiness. Und dann aus dieser Leerheit heraus taucht Erfahrung auf. For example, in the Padmasambhava practice, we pray to Padmasambhava, we unify with Padmasambhava, we enter emptiness with Padmasambhava, and then we arise from that as Padmasambhava. Also das ist auch wie in der Padmasambhava-Praxis, dass wir Padmasambhava anbeten, dass wir mit ihm verschmelzen, dass er in uns hinein eingeht, wir uns auflösen darin und dann wieder als Padmasambhava neu auftauchen, neu erscheinen. In this way, we dissolve the duality of something versus nothing. Auf diese Art und Weise lösen wir diese Trennung auf zwischen etwas und nichts. If you like, something or appearances emerge from emptiness as
the display of emptiness. Und dann sieht man, dass etwas oder Erscheinungen auftauchen aus der Leerheit als ein Spiel der Leerheit, ein Schein der Leerheit. So that when the visions of the peaceful and wrathful deities and then karmic visions arise, if we can see directly that their ground is not some internal existence of themselves, but is the same empty ground that we have. Und dann können wir direkt wahrnehmen, wenn die friedlichen und die zornigen Gottheiten erscheinen, dass ihr Urgrund nicht irgendein anderes Land ist oder irgendwo ist, sondern die gleiche Leerheit, die auch genau unser eigener Urgrund ist. If we can see this, then the idea that we are being invaded or attacked by these deities, or they're trying to take us somewhere, is not terrifying, because we are dreamlike forms moving in a dreamlike space. Und dann ist diese Vorstellung, als würden wir angegriffen von diesen fürchterlichen Wesen, die ist nicht mehr so stark. Es ist nicht so angstbesetzt, weil das Ganze uns einfach klarer erscheint wie ein Traum, dass wir traumhafte Wesen sind, die unter traumhaften Wesen wandeln. We can do this, the practice of the Guru Yoga of the 3R, sitting next to the person. Also man kann die Praxis des Guru-Yoga der 3 A's machen, wenn man neben dieser sterbenden Person sitzt. This open throat, empty ah is a very releasing and relaxing sound. Dieses, wenn man die Kehle öffnet und diesen Klang A macht, das ist etwas sehr Öffnendes und Entspannendes. And we sit in space with the consciousness of someone that is now dissolving into space. Und wir sitzen in diesem offenen Raum mit dem Gewahrsein, dass jemand sich auflöst in diesen offenen Raum hinein. The waves of this life dissolve into this infinite ocean, and then new waves arise. Die Wellen dieses Lebens lösen sich auf und verschmelzen in diesen unendlichen Ozean, und neue Wellen tauchen auf. The new waves in the ocean are the same as the old waves because they are all water. Die neuen Wellen im Ozean sind genau dasselbe wie die alten Wellen, denn sie sind alle aus dem Wasser gemacht. The new forms that arise in the bardo are the same as the old forms in this life because they are appearance and emptiness. Die neuen Formen, die im Bardo erscheinen, sind genau dasselbe wie die alten Formen, die in dem Leben erschienen waren, denn sie sind aus Leerheit und Form geschaffen. They are the same in their emptiness, Die sind dasselbe in ihrer Leerheit, yet different in their appearance, aber in ihrer Erscheinung nach unterschiedlich. which is why when we do our practice and we experience sitting when we are sad, when we are sick, when we are happy, we see these different potentials arising from emptiness. Und daher machen wir ja in unserer Praxis, sitzen wir ja mit all dem, was erscheint, ob wir froh sind oder traurig sind. All das sind die Formen, die aus Leerheit erscheinen und mit denen wir praktizieren zu sitzen. The person is not vanishing into the unknown. Die Person verschwindet nicht im Unbekannten. They are merging into the ground of their being, which has always been there. Die gehen ein oder verschmelzen in diesen Grund, des Urgrund des Seins, die immer schon überhaupt da gewesen ist. And depending on the resonance that they have, the kind of energetic or karmic vibration which is manifesting in this moment, they will align themselves with emptiness itself directly and liberate in the Dharmakaya. Und je nach der Resonanz oder der karmischen
Schwingungen, die diese Person hat, können sie dann eine Gemeinsamkeit, eine Linie finden, vielleicht mit Leerheit selbst, also und im Dharmakaya direkt aufgehen. or align with the peaceful and wrathful deities and gain liberation in the Sambhogakaya. Oder sich anlehnen an die friedlichen und zornigen Götter und dadurch eine Befreiung im Sambhogakaya finden. Or if the vibration is more solid, more linked to the 5 elements, then we take birth in a human body or a body in any of the 6 realms. Und wenn die Vibrationen mehr mit den 5 Elementen verbunden sind, dann finden wir eine Geburt in einem menschlichen Körper oder in einem Körper eines lebenden Wesens. All of these forms are manifestations of emptiness. They are not real, they are not separate. Alles sind, egal welches, es sind alles Formen, die nicht getrennt sind von Leerheit. If we see this directly, if we know this through our practice, then there is nothing to be fearful of. Wenn wir das direkt wissen und direkt in unserer Praxis erfahren, dann gibt es nichts, vor dem wir Angst haben müssen. When we're sitting with somebody who has not done practice in their life, Wenn wir aber mit jemandem sitzen, der selber keine Praxis in diesem Leben gemacht hat, it's important not to display the emotions of loss or sadness. dann ist es ganz wichtig, nicht unsere Gefühle von Trauer oder Verzweiflung in dem Tod dieses Menschen gegenüber zu sehr darzustellen, zu zeigen. They are letting go of the form they had in this life. Die lassen ja los, die lassen die Form, die sie in diesem Leben bewohnt haben, ja los. If they were your father, they are no longer your father. Wenn die dein Vater waren, dann sind sie jetzt nicht mehr dein Vater. When they were born, they were a potential which manifested in dependent origination with many influences. Als sie geboren wurden, waren sie ein Potenzial, die in abhängiger Beziehung stand mit all diesen Dingen, aus denen sie entstanden sind. And this pattern of formation is now dissolving. Dieses Muster, diese Formation, die sie bewohnt haben, löst sich jetzt auf. It's not that someone is dying, but more the formation which arose in dependence on the collaboration of the 5 elements in the 8 consciousness is now dispersing. Es ist nicht so sehr, dass jemand stirbt, sondern dass dieses Potenzial, was zusammengearbeitet hat mit den 5 Elementen und mit den 8 Bewusstseinen, dass dieses jetzt sich in Raum auflöst. They are going and we let them go. Sie gehen und wir lassen sie gehen. We don't hang on to them with our thoughts or memories or emotions. Wir versuchen sie nicht festzuhalten mit unseren Gedanken oder unseren Erinnerungen oder unseren Gefühlen. We breathe in, we breathe out. Wir atmen ein, wir atmen aus. When we breathe out, we let go of the breath. Wenn wir ausatmen, lassen wir den Atem gehen. Then a new breath comes in. Und dann kommt ein neuer Atemzug. So in that simple, easy way, we release our preoccupation with this person on the basis of who they were for us and what we thought about them. Und auf diese Art und Weise lassen wir unsere eigenen Anhaftungen an diese Person und wer die für uns waren, auch einfach gehen. And rest in a state of openness. Und wir ruhen in einem Zustand der Offenheit. So we do this as much as we can. Und das machen wir so gut wir können. It depends where the person is, but if they are at home, then it's a good thing not to move them about too much. Es kommt natürlich auch darauf an, wo diese Person ist, aber wenn die zu Hause sind,
dann ist es eine gute Idee, sie nicht zu sehr von hier nach da zu bewegen. And if they're in a hospital situation, if they are judged to be dead and they have to be moved, if you can see that that is done in as gentle a way as possible, so that the full release of the consciousness from the bodily form is not interrupted. Und wenn sie in einem Krankenhaus sterben, dann kann man sehen, ob das vielleicht möglich ist, dass wenn sie bewegt werden, dass das so sanft wie möglich abläuft, sodass das Austreten, das Entspannen des Bewusstseins nicht gestört wird. So the next question is, does Dzogchen agree with the view that all events and occurrences are a result of previous events and occurrences? Die nächste Frage ist, ob Dzogchen zustimmt, dass alles, was geschieht und passiert, dass das Resultat ist von dem, was früher schon geschehen und passiert ist. And that one's experience will continue to evolve and unfold naturally, just like that, as it is meant to. Und dass unsere eigene Erfahrung sich weiterentwickeln wird und sich entfalten wird, so wie das sein soll. The short answer is no. Die kurze Antwort ist nein. Only on a relative level do we become who we are through the influence of interactions with the environment. Und nur auf der relativen Ebene werden wir, wer wir sind, durch das Interagieren mit dem Umfeld. The actual ground, moment by moment, is ungraspable emptiness. Der wirkliche Urgrund von Moment zu Moment ist die nicht zu ergreifende Leerheit. Each moment is fresh. Jeder Moment ist frisch. When we don't attend to the immediacy of our phenomenal reception through the senses, Wenn wir da nicht darauf Acht geben über die Phänomene, die durch unsere Sinne kommuniziert werden, we rely on concepts. dann verlassen wir uns auf Ideen und Konzepte. And the notion of karma, of something manifests now on the basis of previous actions, this is a conceptual interpretation. Und dann werden die Ideen von Karma kommen da rein, dass eben das, was wir jetzt erleben, auf der Grundlage von früheren Erlebnissen und Geschehnissen passiert. Das ist auf der konzeptuellen Ebene. In terms of the unchanging truth, this is just an illusion. Und im Sinne der nicht wandelbaren Wahrheit ist das eigentlich nur eine Illusion. In terms of the relative truth or the fictional truth of subject and object, Aber in dem Zusammenhang der relativen Wahrheit oder auch der fiktionalen Wahrheit von Subjekt und Objekt, then through the way that we come into the world with our hopes and fears, intentions, and so on, we gather towards us certain elements and push away other elements, friendships, employment, drugs, and so on. dann durch die Art und Weise, wie wir in diese Welt hineintreten und die Erlebnisse, die wir haben, ergreifen wir manche und ziehen sie zu uns und andere schieben wir weg, also sei es nur Freundschaften oder Beruf oder irgendwelche anderen Dinge. That is to say, our subjectivity is a patterning of potential. Das heißt, unsere Subjektivität ist eine Musterung Maserung unseres Potenzials. And the experiential field that we act on with our intention is also something without inherent existence. Und auch das Feld, das wir um uns erleben, ist auch etwas, was nicht wirklich, keine wirkliche, tatsächliche Wahrheit hat.
what we take to be truly existing out there is the projection of our own mind. Was wir als wirklich existierend wahrnehmen, ist die Projektion unseres eigenen Geistes. So when we look at the patterns of our experience in the world with others, Also wenn wir uns die Muster ansehen, unserer Erfahrung im Leben mit anderen, we're looking out as a subject to an object. dann schauen wir als Subjekt auf Objekte. And this gives us certain aspects of meaning according to the relative truth, which starts from the belief that subject and object are real and separate. Und das gibt uns eine Art von Bedeutung oder unserem Leben eine Art von Bedeutung auf dieser relativen Wahrheit basierend, dass Subjekt und Objekt real sind und getrennt voneinander. But in Dzogchen, we are concerned to relax through the clouds and veils generated by our repeated activity. Aber in Dzogchen geht es uns darum, immer wieder uns durch und aus diesen Schleiern, die uns umgeben und die unsere Reaktivität zeigen, heraus zu entspannen. This activity is like putting a kettle on the fire, and as the water boils, steam fills the room. Und das ist diese Aktivität, mit der wir uns immer wieder befassen. Und die kann man vergleichen einem Wasserkocher, den man anstellt und den man kochen lässt, sodass der ganze Raum mit Wasserschwaden gefüllt ist. So you can make fire by rubbing two sticks together. Man kann also wenn man zwei Stöckchen zusammenreibt, kann man Feuer machen. And you make mental heat by rubbing subject and object together. Und geistig kann man Hitze erzeugen, wenn man Subjekt und Objekt zusammenreibt. But Dzogchen begins by looking within, looking directly at your mind, not looking out through the deceptive lens of duality. Aber Dzogchen beginnt damit, dass wir direkt nach innen schauen, direkt unseren Geist betrachten, nicht durch diese täuschende Sicht schauen, die Dinge in Subjekt und Objekt teilt. Oh, in our Nyingma tradition, we have 9 separate yanas or vehicles, each of which has its own view. Also in unserer Nyingma-Tradition gibt es 9 unterschiedliche Fahrzeuge und jede von denen hat ihre eigene Sicht. So it's important to study at least a little bit the difference between the Theravadan and the Mahayana, Sutra form and Tantra. Also es ist wichtig, zumindest ein wenig das zu studieren, also die Unterschiede zwischen Theravada und Mahayana in seiner Sutra und seiner Tantra-Form. Because each of these views is oriented around certain core beliefs. Denn jede dieser Sichtweisen, die befasst sich oder die begründet sich auf einen Kernglauben oder Kernannahme, die da drin steckt. The view of people not influenced by Dharma. Die Sichtweise von Menschen, die keinen Einfluss des Dharma haben. Begins with the axiom or unexamined belief that I exist. Da ist ganz grundlegend dieses Axiom drin zu finden, ich existiere. This is not put into question. Das wird überhaupt nicht hinterfragt. And this belief is inserted into each moment of life and becomes the tool or the means by which we make sense of the experiences which arise. Und diese Sichtweise wird in jedem Moment des Lebens wird die eingeschlossen und daraus ergibt sich die ganze Art und Weise, wie dieses Leben erlebt wird. When we come into Dharma, we start to see
that the formations of myself are impermanent. Wenn wir wenn wir den Dharma praktizieren, dann lernen wir allmählich, dass diese Formen, die ich als ich selbst betrachte, dass die unbeständig sind They arise due to causes and conditions. und dass sie auf der Grundlage von Bedingungen auftauchen. Neither I nor any of the people I have ever met had an inherent existence. Weder ich noch irgendeine Person, die mir je begegnete, hat eine in sich selbst inhärente Existenz. When I say, this is my mother, this is my father, this is like saying this cloud looks like an elephant. Wenn ich sage, dies ist meine Mutter, dies ist mein Vater, das ist genauso wie zu sagen, diese Wolke sieht aus wie ein Elefant. No. It's easier to see the truth with the cloud and the elephant. Wenn wir uns dieses Beispiel der Wolke, die aussieht wie ein Elefant, wenn wir uns das vornehmen, das ist ganz leicht zu sehen, also dass das ja wahr ist. I think this cloud looks like an elephant. Denn ich denke ja, diese Wolke sieht aus wie ein Elefant. And you say, no, look at these little straggly bits. It looks like an octopus. Und dann sagen wir, nein, nein, guck mal an diese ganzen kleinen, feinen Schwänze da dran, das sieht ja aus wie ein Tintenfisch. Now, on the basis of this, we might think, oh, maybe it's neither an elephant nor an octopus, it's a potential. Und dann können wir sehen, dass das weder ein Tintenfisch noch ein Elefant ist, sondern ein Potenzial. In the person I say mother to Und die Person, die ich mit Mutter bezeichne, is not your mother. ist ja nicht deine Mutter. You call someone else mother. Du nennst ja jemand anders Mutter. Oh, we see, mother is not something inherent in that person. It's an identification. Und dadurch sehen wir halt, dass diese Bezeichnung Mutter nicht in dieser Person verwurzelt ist, sondern dass das eine Art der Identifizierung ist. So this is how we move into the Mahayana view that there is no inherent existence in anything, that every appearance is inseparable from emptiness. Und so bewegen wir uns in diese Mahayana-Sicht herein, dass alles untrennbar mit Leerheit verbunden ist. The fact that we say, oh, these are all different aspects of Dharma. Und wenn wir sagen, naja, das sind alles unterschiedliche Aspekte des Dharma, we have to be careful with thoughts like this. mit solchen Gedanken müssen wir sehr vorsichtig sein. Because if we are practitioners, if we want to understand and engage in the practice, we need to be clear about what is the basic view by which we enter into the practice. Denn wenn wir praktizieren, wenn wir unsere Praxis ernst nehmen, dann müssen wir wissen, was die grundlegende Sichtweise ist, von der aus wir diese Praxis machen. The view of cause and effect you find in the Theravada and in the Mahayana, but it's not the dominant view of Dzogchen Chenpo. Zum Beispiel die Sichtweise der Begründung und der Folge, das kann man im Theravada und im Mahayana finden, aber das ist nicht die Sichtweise, die im Dzogchen Chenpo benutzt wird. It's not that one is right and one is wrong. Es ist nicht so, dass eins richtig ist und eins falsch. But according to how you view, what you see will be revealed in different ways. Aber je nach der eigenen Sichtweise wird das, was sich zeigt, auf unterschiedliche Art und Weise verstanden. But we need to do a bit more study to clarify what are the basic starting points of Dzogchen. Und daher müssen wir etwas mehr praktizieren, um zu verstehen, was sind wirklich der grundlegende Anfangspunkt von Dzogchen. From the very beginning, Von Anfang an everything has been inseparable from the ground.
ist von Anfang an ist alles untrennbar vom Urgrund gewesen. So it doesn't need to be purified, it's already pure. Also es muss nicht gereinigt werden, es ist schon rein. Each moment, each formation of our existence has been inseparable from emptiness. Jeder Moment, jeder Aspekt unserer Existenz war von Leerheit nie getrennt gewesen. So our practice is to relax and open to the open ground from which manifestation occurs. Also in unserer Praxis geht es darum, uns zu entspannen in diesen offenen Urgrund, aus der Form und Erscheinung auftauchen. That's why we do the kind of practice we do. Und aus dem Grunde machen wir halt die Praxis, die wir machen. If we were starting from the position that I am real, Wenn wir von der Position anfangen würden, dass ich real existiere and I have done bad things, und ich schlechte Dinge getan habe, then my felt sense, my belief that I am bad and burdened by guilt would have to be taken seriously. dann ist das Gefühl, was ich habe und mein Gefühl, dass ich schuldbeladen bin, dann muss ich das wirklich ernst nehmen. And therefore, it would be important to do Vajrasattva purification practice. Und aus dem Grunde muss man zum Beispiel die Vajrasattva-Reinigungspraxis machen. But in many countries, like in Spain, there has been not much rainfall. Aber in vielen Ländern, wie zum Beispiel in Spanien, gibt es nicht viel, hat es selten geregnet in letzter Zeit. And so you have to be careful with water. Deswegen muss man sehr sparsam mit Wasser umgehen. If the clothes are clean, why are you washing them again? Also wenn die Kleidung eh schon rein sauber ist, warum muss man sie wieder waschen? This is wasteful. Das ist sehr verschwenderisch. So if your mind has been pure from the very beginning, please don't do purification. Also wenn dein Geist von Anfang an schon rein ist, dann macht bitte keine Reinigung. But if these words don't mean anything to you and you think, oh, but I'm a very troubled person and I get carried away by my thoughts, then purification is very important. Aber wenn das nichts bedeutet für dich oder wenn das unverständlich ist und wenn du denkst, ich bin sehr verwirrt und meine Gedanken ziehen mich überall immer weg, dann sollte man Reinigung machen, Reinigungspraxis. Okay, then the next question. Should the fear of death diminish as we become more stable in meditation? Die nächste Frage ist, sollte die Furcht vor dem Tod kleiner werden, wenn wir stabiler in unserer Meditationspraxis sind? Well, that again would depend on the kind of meditation that you do. Das wiederum hängt davon ab, von welcher Art von Meditationspraxis man macht. If you were reflecting a lot on suffering in the six realms, wenn man zum Beispiel viel über das Leiden in den 6 Welten reflektiert, then you might well have an increase in your fear of death. dann könnte es sein, dass die Angst vor dem Tod zunehmen würde. 8 hot hells, 8 cold hells, 2 intermediate hells. 8 heiße Höllen, 8 kalte Höllen, 2 Höllen, die dazwischen sind. Born as a chicken in a big factory farm and they take your beak off and your claws off. Man kann als Huhn wiedergeboren werden in einer großen Hühnerstall und dann wird der Schnabel und die Krallen werden abgeschnitten. So if you have a strong belief that you exist and that you, as you are going to be reborn in another place and will experience your own karmic destiny, then some anxiety about death might be very important.
Also wenn man selber denkt, man glaubt an sich selbst, seine eigene Existenz und dass man als dieses, also dass dieses Ich dann in irgendeinem anderen Wesen wiedergeboren wird, dann ist das vielleicht gut, das ernst zu nehmen, auch die Angst vor diesem Sterben ernst zu nehmen. So again, it depends on what we mean by meditation. Also wiederum, es kommt darauf an, was wir mit Meditation meinen. And then the question, is the disappearing of fears a sign of enlightenment or progress? Dann ist die Frage, geht weiter, wenn diese Furcht nachlässt, ist das ein Zeichen der Erleuchtung oder des Fortschritts? Well, it could be. Na, es könnte sein. We have to be precise. Wir müssen präzise sein. There is no such thing as Buddhism. Es gibt nicht etwas, das Buddhismus heißt. This is a Western concept. Das ist eine westliche Idee. In the Tibetan language, they say, ngakpa and chipa, you are an insider or an outsider. In der tibetischen Sprache wird das so gefasst, dass man entweder drinnen oder draußen ist. And if you are an insider in Dharma, you start to walk through this incredible garden of Dharma with many different kinds of flowers. Und wenn man drinnen ist im Dharma, jemand ist, der im Dharma innen ist, dann läuft man durch diesen Garten mit ganz wunderbaren unterschiedlichen Blumen. And you then find what kind of flower or what kind of teaching speaks to you, what touches you, what seems to resonate with your own felt sense of self. Und dann findet man raus, welche Art von Lehre, dharmischer Lehre, uns anspricht, uns berührt, womit wir resonieren und was uns für uns wirklich eine wichtige Lehre scheint. So if we don't have a huge amount of time to do practice, Also wenn wir nicht ganz viel Zeit zu haben, um zu praktizieren, then asking big questions like this may simply be punishing to ourselves. dann könnte es sein, dass solch große Fragen zu fragen eigentlich nur eine Selbstbestrafung ist. We just do the practices that we have time to do. Wir machen einfach die Praktiken, die wir Zeit haben zu tun. Observe the impermanence of our walking, our cooking, our gardening, whatever activities we do. Und wir beobachten weiterhin die Unbeständigkeit unseres Gehens, unseres Kochens, unseres Gärtnerns oder was auch immer wir für Aktivitäten machen. And then if we become familiar with the sense that I feel like this, and this feeling is vanishing, it's dissolving away. Und dann wird uns das immer vertrauter, dass wir spüren, jetzt fühle ich mich so und dieses Gefühl geht auch gleich schon wieder weg. I'm not who I think I am. Ich bin nicht die ich denke zu sein. Therefore, to continue relying on my thoughts to tell me who I am is pretty stupid. Deswegen ist es ein bisschen dumm, wirklich, mich weiterhin auf meine Gedanken zu verlassen, als ob die mir sagen könnten, wer ich sei. So rather than thinking about the world, about the future, about myself, Also dann, statt über die Welt nachzudenken, über die Zukunft nachzudenken, über mich selbst nachzudenken, I'm going to relax and be present with life as it flows through this sight, which is my present awareness. bin ich stattdessen entspannt und öffne mich für Leben, wie es durch mich durchfließt, durch diesen Raum, der gefüllt ist mit meiner gegenwärtigen Gewahrseins. So the next question is, when we engage in sitting meditation, attempting to remain in non-dual rigpa awareness, Die nächste Frage ist, wenn wir in unserer Meditation sitzen und versuchen, in dem nicht-dualen Rigpa-Gewahrsein zu verweilen,
How long should the sessions last? Wie lange sollte man in diesen Sitzen verweilen? This is a very sweet and kind of sad question. Das ist eine sehr süße und auch ein bisschen traurige Frage. Tell me how I should do it. Sag mir, wie ich es machen soll. What should I do? Was soll ich machen? You must know something about me. Du musst doch irgendetwas über mich wissen. You will know what will be best for me. Du weißt doch bestimmt, was für mich am besten ist. There are many methods of meditation, like in Tantra, where there are many things to learn, and you really need someone to show you how to do mudras and make tormas and so on. Also es gibt ja viele Arten von Praktiken, zum Beispiel im Tantra, wo man wirklich Hilfe braucht, dass jemand einem zeigt, wie man Tormas macht oder Mudras macht. Und einfach, dass man jemand hat, der sagt, wo es lang geht. But when we are, when our practice is to relax into open awareness, into rigpa, Aber wenn unsere Praxis darin besteht, uns in das offene Gewahrsein, also ins Rigpa, zu entspannen, this is about a relationship with ourselves. das ist eine Beziehung mit uns selbst. My tendency is to jump into the object. Meine Tendenz ist immer, zum Objekt zu rennen und das zu halten. My tendency is to get distracted. Meine Tendenz ist, mich abzulenken. My habit of judging how I'm doing. Meine Gewohnheit des Beurteilens, wie ich gerade, ob es gerade gut genug ist. We need to observe ourselves and learn from ourselves. Wir müssen uns selbst beobachten und daraus über uns selbst lernen. If you had a long day at work or looking after children, Wenn du einen langen Tag hattest, in dem du gearbeitet hast oder dich um Kinder gekümmert hast, and you decide you watch a film to relax, und du entscheidest dich vielleicht, du möchtest dich entspannen und siehst dir einen Film an, and it's a film you really want to see, und es ist ein Film, den du wirklich sehen möchtest, but you keep falling asleep. aber du schläfst einfach immer wieder ein. Maybe better to go to bed. Dann ist es vielleicht besser, ins Bett zu gehen. Because if you keep waking yourself up, I want to see the film, I want to see the film, Denn wenn du dich immer wieder aufwächst und sagst, ich will aber diesen Film sehen, you're saying the film is important dann sagst du ja, der Film ist wichtig and I am the servant of the film. und ich bin der Diener des Films. All day long, you were the servant of your boss, the servant of your children. Den ganzen Tag lang warst du ja Dienerin deines Chefs oder deiner Kinder. Better to have a holiday. Und es ist doch eigentlich besser, jetzt eine Ferien zu machen. Dzogchen is about what is natural, what is intrinsic, what is just always here, although veiled from us. In Dzogchen geht es darum, was natürlich ist, was innewohnend ist, was immer hier ist, obwohl es vor uns selbst verschleiert ist. And it's veiled from us by the stream of our own cogitations, our thoughts, memories, and so on. Und es ist vor uns verschleiert durch den ganzen Strom unseres eigenen Nachdenkens und der intellektuellen Aktivitäten, der Erinnerung und all sowas. So we need to be close to ourselves. Also müssen wir uns selbst näher kommen And work with the circumstances of our embodied presence. und mit den Umständen unserer verkörperten Existenz arbeiten. Dzogchen is based on awareness, on being not preoccupied, not being driven,
not being rule bound, but simply being an aware presence. In Dzogchen geht es um Gewahrsein. Das geht nicht darum, Regeln zu folgen oder uns von diesem oder jeden antreiben zu lassen, sondern einfach diese gewahre Präsenz zu sein. Oh, in general, we say, as I have often said, you should start maybe with 5 minutes and then 10 minutes and gradually build it up. Also wie ich häufig gesagt habe, sollte man vielleicht mit 5 Minuten und dann 10 Minuten anfangen und das dann allmählich verlängern. But you might have a good day when you sit and, oh, everything seems very easy. You're relaxed and open and you could sit for an hour without much effort. Aber es kann ja auch sein, dass du einen guten Tag hast und alles scheint sehr leicht und man sitzt da, ohne sich viel zu bemühen. Dann kann man auch länger sitzen. Another time when you sit down, you're troubled about something, maybe difficulty in a relationship, and you just keep spinning around with these thoughts. Und einen anderen Tag sitzt man vielleicht da und macht sich Sorgen über irgendwas. Vielleicht hat man in einer Beziehung Probleme und dann gehen die Gedanken einfach nur rum und rund. Then it's probably better to go for a walk. Dann ist es vielleicht besser, einfach spazieren zu gehen Look at the buildings, the trees, the sky, und sich die Gebäude, die Bäume, den Himmel anzusehen. and allow this big space to give you a new perspective on the situation which is tormenting you. Und dir von diesem neuen großen Raum eine neue Perspektive zu geben auf diese Fragen, die dich quälen. Now, what I'm saying might make you feel a bit lonely. Also was ich sage, kann sein, dass du dich damit ein bisschen alleine fühlst. Oh, once again, it's all up to me. I have to work it out. Und dass du denkst, schon wieder muss ich alles alleine entscheiden, immer muss ich alles selber wissen. But it's not that I'm trying to abandon you to some lonely endeavor. Aber es geht nicht darum, dass ich dich jetzt hier vernachlässigen will und deine Einsamkeit überlasse. Rather, it's an invitation to get closer to yourself, Und to allow yourself, sorry, on you go. okay. Und stattdessen ist es eine Einladung, dir selbst näher zu kommen. And in this intimacy, you start to see directly the arising of the thought. Und in dieser Intimität mit dir selber siehst du ganz direkt, wie ein Gedanke auftaucht. And that if you don't merge with it, it goes free by itself. Und wenn du dich nicht mit ihm verschmilzen lässt, dann geht er von alleine frei wieder weiter. In order to see this, it's important just to be here, relaxed, open. Und um das zu sehen, ist es einfach nur wichtig, hier entspannt und offen zu sein. We're not here in this model, in this yana, we're not being goal oriented. We're not trying to get to a better place or a clearer understanding. In diesem in diesem Modell geht es uns nicht darum, ein Ziel zu erreichen oder irgendwo hinzukommen. We are here. Wir sind hier. We're always here and now. Wir sind immer hier und jetzt. And the practice is to relax into the facticity, the givenness, the immediacy of that. Und in der Praxis geht es darum, uns in dieses tatsächliche Sein, in dieses wirklich da, was wirklich da ist, hinein zu entspannen. The ground has never left you and you have never left the ground. Der Urgrund hat uns nie verlassen und wir haben den Urgrund nie verlassen. You don't need to make it happen. Man muss es nicht aktiv entstehen lassen. It is. Es ist, wir machen es nicht. Mind is open. Der Geist ist offen. Today you have had so many experiences.
Heute hast du schon so viele Erfahrungen gehabt. Happy, sad, expansive, contracting. Frohe, traurige, expansive und kontrahierende. This is only possible because your mind is empty. Das ist nur möglich, weil weil unser Geist leer ist. If your thoughts and feelings were things, they would be building up like pouring grains of rice into the bottom of a tin. After some hours, the tin will fill. Wenn unsere Gedanken und Gefühle Dinge wären, dann würden die ja sich aufeinander aufstapeln, wie wenn man Reis in eine große Dose schüttet, dann irgendwann wird diese Dose voll sein. Your mind is open and empty, but your tendency is to be a bit fixated on what is occurring in this emptiness. Unser Geist ist offen und leer, aber unsere Tendenz ist, uns da zu viel mit zu beschaffen, mit dem, was auftaucht, darauf fixiert zu sein. So your appearance, the appearance catches the attention of the subjective ego. Also das, was erscheint, das fängt dieses subjektive Ego ein. That's why we relax out of the subjective ego in the Guru Yoga of the White R. Und daher entspannen wir uns aus diesem subjektiven Ego heraus in der Praxis vom Guru-Yoga des Weißen A. And then the texts say, whatever comes, comes. Und der Text sagt dann, was auch immer kommt, das kommt. Sometimes as you're sitting open, what seems to be coming is a lot of me, a lot of personal thoughts, subjective feelings. Manchmal, wenn man sitzt und offen ist, und was zu kommen scheint, ist sehr viel Ich, also sehr viel subjektive Gedanken und Gefühle, wo sich alles um mich dreht. And sometimes what's happening is maybe perception of what you hear or see, or thoughts about tomorrow or what happened yesterday. Und manchmal, was eben erscheint, sind Wahrnehmungen über das Außen und was durch die Sinne reinkommt oder Gedanken darüber, was morgen sein wird. These thoughts are like hooks. Und diese Gedanken sind wie kleine Haken. They will hook your sense of being an individual ego entity. Die werden unser Gefühl, ein individuelles Ich zu sein, werden sich daran festkrallen. Because being situated in this individualized I exist position, Denn wenn man sich da drin befindet, in dieser individuellen mich gibt es Position, we don't have an even attitude. da haben wir keine gleichmäßige Aufmerksamkeit. Our experience is mediated through our hopes and fears, our likes and dislikes. Wie unsere Wahrnehmung, die wird gefiltert durch unsere Hoffnungen und Ängste, durch das, was wir mögen oder eben nicht mögen. So when a thought arises and you have this sense of being involved in it and you go off on a little story, Also wenn ein Gedanke auftaucht und man das Gefühl hat, als sei man da gleich von mit betroffen und man spinnt da so eine kleine Geschichte draus, I'm thinking about this. dann denkt man, ich denke darüber nach. The key is to see I'm thinking about this is also a thought. Der Schlüssel dabei ist zu sehen, dass ich denke darüber nach, ist auch ein Gedanke. The thought in the form of I am the thinker Der Gedanke in der Form davon, dass ich der Denker bin, and the thought in the form of this is something I think about und dann der Gedanke in der Form, dass dies ist etwas, worüber ich nachdenke, are both emergent and vanishing. und beide tauchen auf und verschwinden. This is
the vital key point of Dzogchen. Und das ist der essentielle Schlüsselpunkt des Dzogchen. Your ego identity cannot do Dzogchen. Dein Ego selbst kann nicht Dzogchen praktizieren. Your ego identity can boil an egg, it can take a shower, it can do all sorts of things. Dein Ego selbst kann ein Ei kochen oder es kann duschen gehen. Es kann ganz, ganz viele Sachen machen. But it can't see its own illusoriness. Aber es kann seine eigene illusionäre Natur nicht wahrnehmen. You boil your egg and you go to eat it and you think, I cooked it too much, it's very hard. Du kochst dein Ei und dann isst du es und dann denkst, ach, das habe ich zu hart gekocht. This is your internal dialogue, subject on object, subject on object. Das ist unser interner Dialog, Subjekt auf Objekt, Subjekt auf Objekt. Both polarities of this subject-object play are empty and illusory and already vanishing. Beide Pole dieses Subjekt- und Objektspiels sind leer, sind Illusion und sind schon im Verschwinden begriffen. So, in order to see this, you need to have quite a subtle sense of presence. Und um das wirklich zu sehen, braucht man eine subtile Art der Gegenwärtigkeit. I can force myself to clean the bathroom. Ich kann mich dazu zwingen, das Bad zu putzen. The structure of that is I split myself into the subject part. I need to do this. I want to do this. And this subject part directs itself onto the agency of the aspect of my embodied self, which can make the cleaning happen. Und wie das funktioniert, ist, dass ich mich aufspalte in einen subjektiven Teil, der sagt, ich will das tun, ich muss das tun, das Bad muss jetzt gesäubert werden. Und das übt dann einen Druck auf das verkörperte Selbst, was eben dann mit dieser Form die Form einnimmt, um das durchzuführen. Now, in order to survive in the world, we need to be able to activate this dualistic functioning. Und um in der Welt zu überleben, müssen wir dazu in der Lage sein, diese dualistische Funktion zu aktivieren. But it is not, it is not an aid to our Dzogchen practice. Aber das ist keine Hilfe für unsere Dzogchen-Praxis. Because hanging on to the sight of our ego subjectivity, Denn wenn wir uns festklammern an dieser Seite unserer Ego-Aktivität, I am the doer, I am the maker. If I don't do it, no one else will do it for me. ich bin die tut, ich bin die macht. Wenn ich es nicht selber mache, wird es keiner für mich machen. This is an stimulating or agitating conceptualization which keeps us tilted towards the future. Das ist eine Art der Aktivierung, die uns stimuliert, die uns aktiv hält und die uns dadurch immer auf die Zukunft ausrichtet. But we're already here and now. Aber wir sind schon jetzt und hier. The aim of Dzogchen is to be here now, always, and without effort. Das Ziel des Dzogchen ist immer und ohne jedwede Bemühung schon hier und jetzt zu sein. Awareness is always here. Gewahrsein ist immer hier. Dualistic consciousness, the directing force of I, me, myself, is like a mad monkey. Das dualistische Bewusstsein, diese Kraft, in der es um ich und mich selbst geht, ist eher wie ein Affe. I don't need to do it because it's already done.
Ich muss es nicht tun, weil es schon geschehen ist. This is the meaning of the Tibetan term Dzogpa Chembo. Das ist die Bedeutung oder die Übersetzung des tibetischen Wortes Dzogpa Chembo. Chembo means great, Chembo bedeutet groß and Dzogpa means finished, complete. und Dzogpa bedeutet komplett, fertig. And it's the great completion because nobody has worked to make it complete. It is self-complete. Und das ist das große Komplette, weil niemand es getan hat. Niemand hat es daran gearbeitet, dass das vervollkommnet wird, sondern es war schon immer vollkommen. And here, this term Chembo indicates emptiness, the ungraspability of the ground source of everything. Und hier wird Chembo, da geht es um Leerheit. Das ist, dass die Leerheit von allem nicht greifbar ist. Nothing is outside of this openness, Nichts ist außerhalb dieser Offenheit. just as nothing is outside the here and now. Genau wie nichts außerhalb des Hier und Jetzt ist. If I say this morning my leg was sore, Wenn ich sage, heute Morgen tat mir mein Bein weh, I'm saying it now. dann sage ich das jetzt. The past, if you like, the past has come into the present. Wenn man möchte, kann man das so sehen, als sei die Vergangenheit jetzt in die Gegenwart gekommen. I can't go into the past. Ich kann nicht in die Vergangenheit gehen. It's gone. Das ist vorbei. But I can delude myself by relying on a conceptual elaboration, a storytelling that, oh yes, this morning my leg was very sore. Aber ich kann mir etwas vorgaukeln selber und Geschichten erzählen durch meine Ideen. Und dann kann ich diese Geschichte erzählen davon, dass mir heute Morgen das Bein sehr weh tat. We can grasp ideas about things. Wir können Ideen über Dinge können wir festklammern. But the things themselves, which are not really things, which are empty, ungraspable appearances, Aber die Dinge selber, die ja nicht wirklich Dinge sind, sondern einfach nur leere, nicht greifbare Erscheinungen, they display themselves. die zeigen sich bloß. But you can't catch them. Aber man kann sie nicht fangen. They are naked. Sie sind nackt. Moment by moment, these naked strippers are there dancing in front of you. Jeden Moment tanzen diese nackten Stripper vor dir her. So, being cautious of having a sexist charge placed against me, we will call them dakinis. Also da ich jetzt keine Vorwürfe haben möchte, dass ich sexistisch bin, werden wir sie Dakinis nennen. Moving, dancing, changing, but you can't catch them. Die bewegen sich, die tanzen, die verändern sich ständig und man kann sie nicht fangen. You catch the shadow, Man kann nur ihren Schatten fangen their echo, oder ihr Echo. and your hand remains empty. Und unsere Hand bleibt immer weiter leer. I thought I was getting something. Ich dachte, jetzt habe ich was in der Hand. So you grasp again Und and dann again. greift man nochmal und nochmal. And the whole life is based on grasping at the fantasy that entities exist. Und das ganze Leben, im ganzen Leben geht es ist basiert auf dieser Fantasie, dass es diese Dinge zum Greifen geben könnte. We want to release ourselves from that deluded activity. Und wir möchten uns aus dieser illusionären Aktivität heraus entspannen. So
In order to do that, we have to be close to ourselves Und um das zu machen, müssen wir uns selber nahe kommen and allow how our mind is to reveal itself. und unserem Geist erlauben, zu zeigen, einfach wie er selbst schon ist. That's why having rules about how long the session should be is not very helpful. Aus dem Grunde ist jetzt Regeln zu haben darüber, wie lange man meditieren sollte, nicht so hilfreich. There's another question. Is it possible to retain awareness when under the influence of alcohol, cannabis, and so on? Dann eine andere Frage, ist es möglich, Gewahrsein beizubehalten, wenn man unter dem Einfluss von Alkohol oder Cannabis oder solchen Drogen ist? Now, this is quite an interesting question. Das ist schon eine interessante Frage. But again, it's being formulated in a very abstract way. Aber es ist sehr abstrakt in seiner Formulierung. Is it possible? Ist es möglich? Is it possible for who? Ist es möglich für wen? In the 60s, there was the famous Nim Karoli Baba in India. In den 60er Jahren gab es Nimkoreli Baba in Indien. And Ram Dass, American, gave him some LSD. Und Ram Dass, ein amerikanischer Teacher, gab ihm etwas LSD. And according to the story, he took it and sat there and said, oh yeah, not as good as meditation. Und die Geschichte ist so, dass der das genommen hat und da saß und sagte, naja, so gut wie Meditation ist es nicht. Then there's a second bit to the question. Can hallucinogens be helpful in breaking habitual modes of perception? Und der zweite Teil der Frage ist, ob Halluzinogene nützlich sein können, unsere gewohnheitsmäßige Wahrnehmung zu zerbrechen. Or do they just lead up the blind alley of attention focused on content? Oder gehen die in die Sackgasse hinein, dass unsere Aufmerksamkeit sich auf Inhalte projiziert? The key point here is maybe you don't have enough time to explore and experiment with all the possible pathways in life. Der Schlüsselpunkt oder der wichtigste Punkt hier ist vielleicht hat man nicht die Zeit, sich mit allen Pfaden, die im Leben, denen man folgen könnte, zu befassen. The path begins with you. Der Pfad beginnt immer mit dir selbst. How are you? Wie bist du? Not who are you or what are you, but how are you? Nicht wer bist du oder was bist du, aber wie bist du? And how you are is shifting and changing according to circumstances. Und wie du bist, das verwandelt sich und verändert sich immer den Umständen entsprechend. There's a lot to observe in how you are. Es gibt sehr, sehr viel zu beobachten in dieser Frage, wie bist du? So if you don't know how you are, why would you take substances which will shift how you are? Also wenn du nicht weißt, wie du jetzt bist, warum würde man dann Substanzen einnehmen, die das verändern, wie man ist? Everything about us is impermanent. Jeder Teil von uns ist unbeständig. If we attend to how we are, we will see the subtle shifts of our impermanent manifestations. Wenn wir sehen, wie wir sind, dann fangen wir auch an zu sehen, wie diese subtile Veränderung in dem, wie wir uns manifestieren, ständig passieren. But you can take substances which will intensify how you change. Aber man kann ja Substanzen nehmen, die das intensivieren, dass man intensiver wahrnimmt, wie man sich verändert. Some people have one glass of wine and they feel a little bit, oh, that was strong. Manche Leute trinken ein Glas Wein und denken, wow, das ist aber kraftvoll hier. At least they know that something has happened. Also zumindest wissen sie ja, dass irgendwas geschehen ist.
Other people can drink a bottle of wine or more and still feel, oh, I'm just me. Und andere Menschen können eine ganze Flasche Wein trinken oder auch noch mehr und immer noch weiter denken, ah, das bin ja weiter nicht. So it's interesting, all these questions this evening, it is as if they're wanting to find some normative truth. Also das ist interessant, mit all den Fragen heute Abend scheint es so, als wollen Leute eine Wahrheit finden, die auf immer für alle zutreffend ist. How should I live? What should I do? Wie sollte ich leben? Was sollte ich tun? From the point of view of Dzogchen, the most important thing is to look now at this very moment how I am. Vom Standpunkt des Dzogchen aus gesehen ist das Allerwichtigste in diesem Moment einfach hinzusehen, wie bin ich. If you like, this is a kind of vipassana without a specific focus. Das ist, könnte man auch vielleicht, wenn man möchte, als Vipassana ansehen, ohne dass man einen speziellen Fokus hat für die Konzentration. The object of our attention is what is ever arising in our mind. Das Objekt unserer Aufmerksamkeit ist das, was auch immer jetzt auftaucht in unserem Geist. When you stay close to that, these more objectifying questions will no longer be so tempting for you. Wenn man dem näher kommt oder dem nahe bleibt, dann werden diese Fragen, die so eine Objektivierung beinhalten, nicht mehr so wichtig sein. Oh, the next question is more straightforward. When sitting in practice, we put the tip of the tongue on the roof of the mouth. Where precisely? Die nächste Frage ist ein bisschen praktischer. Wenn wir in der Meditation sitzen, tun wir die Zungenspitze an das Dach des Mundes, und wo genau soll man die hin tun? Now, again, we don't do this in all practices. Also das machen wir ja nicht in allen Praktiken. We do it primarily when we are focusing our attention. Das machen wir in erster Linie, wenn wir unsere Aufmerksamkeit fokussieren. Behind your upper teeth, there is a firm kind of ridge of the back gum, the palate, the hard palate. Hinter den vorderen Zähnen ist so eine Schwelle im Gaumen, die man spüren kann. So the tip of your tongue is resting on and slightly pressing on the middle of that ridge. Also die Zungenspitze soll auf dieser kleinen Schwelle ruhen beziehungsweise ein bisschen dagegen pressen. This is said to be an energy point which will help to limit distraction. Das wird angesehen als ein Energiepunkt, der uns dabei hilft, nicht abgelenkt zu werden. Then the next question, do we have a curriculum for a ngakpa training and ordination in the Simply Being Sangha? Die nächste Frage ist, gibt es einen Plan, gibt es einen Plan für Ordination oder für das ngakpa-Training in der Simply Being Sangha? The answer to that is no. Die Antwort ist nein. And I've already explained that a curriculum is a formulation which is outside yourself. We are concerned to awaken to the immediate actuality of how we are. Also so ein Plan, so ein Stundenplan, wie schon erwähnt, das ist ein Schema, was außerhalb unserer selbst liegt, und uns geht es darum, das tatsächliche Sein von Moment zu Moment zu erleben. Then the next question, how can we begin to recognize the ego aspects of ourselves more clearly? Die nächste Frage ist, wie können wir die Ego-Aspekte unserer selbst klarer erkennen?
how to approach this in a helpful way, not being sucked in or pushing it away. Und wie kann man das Ganze also wirklich auf hilfreiche Art und Weise erleben, ohne darin aufgesaugt zu werden oder zu versuchen, es wegzudrücken? On an outer level, this is what friends are for. Äußerlich gesehen ist das, wofür wir Freunde haben. If you have a good friend, you could ask them, please tell me when I'm being annoying. Wenn du einen guten Freund oder Freundin hast, dann könntest du sagen, bitte sag mir doch, wenn ich dir auf die Nerven gehe. Tell me if I'm talking too much. Sag mir, wenn ich zu viel rede. Tell me if I'm asking you invasive questions. Sag mir, wenn ich dir Fragen stelle, die ich eigentlich nicht fragen sollte. Because while we are merged in these activities, they seem quite natural for us. Denn wenn wir mit dieser Aktivität verschmolzen sind, dann kommt uns das ja ganz natürlich vor. So getting feedback from someone else can help to separate us from the fusion into our habitual activity. Also diese Art von Feedback von jemand anders zu erhalten, kann uns dabei helfen, diese Verschmelzung unserer selbst mit unserer eigenen Aktivität ein bisschen zu lockern. So when we talk of the ego, Also wenn wir uns mit dem Ego, über das Ego reden, it's referring to this sense of I am myself. dann reden wir über dieses Gefühl, ich bin ja ich selbst. I exist as myself. I am me. Ich existiere als ich. Ich bin ich. Now, if you needed that aspect in order to survive, to get enlightened, you wouldn't want to get rid of it. Also wenn man diesen Aspekt brauchen würde, um zu überleben oder auch um Erleuchtung zu erlangen, dann will man ihn ja nicht loswerden. But even the great yogis and the great lamas talk about I. Und sogar die großen Yogis und die großen Lamas sprechen ja über ich. So when you meet someone like that and they're talking about themselves, you can see that the I is like the arising crest of a wave. Also wenn man so jemanden treffen kann und hört, wie die über sich selbst reden, dann kann man merken, dass dieses Ich, worüber die reden, wie die obere Spitze einer aufsteigenden Welle ist. That is to say, the I describes the pattern of emergence into participation in the world. Das heißt, das Ich, was da benannt wird, beschreibt das Muster dessen, was auftaucht, wie man in der Welt sich beteiligt. When we try to locate the site of this ego self inside our mind, our embodiment, Und wenn wir versuchen, dieses Ego selbst zu finden innerhalb unseres Körpers, Verkörperung innerhalb unseres Geistes, we can't find anything substantial. da können wir nichts von Substanz finden. That is to say, I is a naming or a sign which is placed on emptiness. Und das heißt, dieses Ich ist ein Name, ein Zeichen, was auf die Leerheit aufgelegt wird. I am empty of inherent content. Ich bin leer von innewohnendem Inhalt. The content of my mind shifts and turns and moves. Der Inhalt meines Geistes bewegt sich und dreht sich und geht von Seite zu Seite. Moment by moment, I could identify with some of these things which arise. Von Moment zu Moment kann ich mich mit diesem oder jenem, was auftaucht, identifizieren. But then they're gone. Aber dann sind sie weg. I am empty, open and empty.
Ich bin leer, offen und leer. But I'm not just empty. Aber ich bin nicht nur leer. Thoughts, feelings, sensations arise. Gedanken, Gefühle, Empfindungen tauchen auf. I am a space of subtle experience. Ich bin ein Raum subtilen Erlebens. No one else has direct access to this immediacy of emergence of experience. Niemand sonst hat direkten Zugang zu dieser Direktheit des Erfahrens, die ich habe. If I want to tell you that I feel sad, Wenn ich dir sagen möchte, dass ich traurig bin, I put it into language. dann benutze ich Sprache. I say sad. Ich sage traurig. Now, this word sad will have a pattern of resonance for you that may well be rather different from the pattern of resonance for me. Und dieses Wort traurig kann ein Muster oder Resonanz für dich haben, die vielleicht ganz anders sind als dieses Muster der Resonanz, was ich habe. And so it's likely that on the basis of your associations to the word sad, associations developed through your family background, your love life, and so on, Also das ist sehr wahrscheinlich, dass deine Assoziation mit diesem Wort traurig, deine Assoziation, die du durch deine Familie oder dein Liebesleben entwickelt hast, on the basis of that, you imagine that you understand what I mean by sad. und auf dieser Grundlage stellst du dir vor, dass du verstehst, was ich mit traurig meine. This is why being in the world with others is very difficult. Und aus diesem Grunde ist es sehr schwierig, in dieser Welt mit anderen zu sein. So in the Dzogchen lineage, it begins with the primordial Buddha, Samantabhadra, who has never been within samsara. Die Dzogchen-Übertragungslinie beginnt mit dem ursprünglichen Buddha Samantabhadra, der nie innerhalb von Samsara erschienen ist. And his mind is open and clear. Und sein Geist ist offen und klar. And his openness connects with the openness of Vajrasattva. Und seine Offenheit verbindet sich mit der Offenheit von Vajrasattva. They're not thinking about anything, they're not talking about anything. It's just space and space with no barrier between. Die denken nicht über irgendwas gemeinsam nach oder besprechen nicht irgendetwas, sondern das ist einfach eine Verbindung von Raum zu Raum. Vajrasattva holds Vajra, Vajrasattva hält den Vajra, a symbol of emptiness. ein Symbol der Leerheit. So this is a subtle manifestation. It's not just the Vajra of emptiness, but it's the Vajra symbol of the Vajra of emptiness. Also das ist eine subtile Verkörperung. Das ist jetzt nicht nur der Vajra der Leerheit, sondern das Vajra-Symbol, eine Symbolik der Leerheit. And this is conveyed to Garabdorji. Und das vermittelt sich zu Garab Dorje. And he speaks, he uses language. Und er spricht, er benutzt Sprache. And language has to be interpreted. Und Sprache muss interpretiert werden. And we each interpret according to this complex hall of mirrors of our associations. Und wir interpretieren das dementsprechend dieser komplexen Spiegelgänge, in der unsere Existenz sich abspielt. So, this is the three kayas, the openness of the Dharmakaya,
the symbolic, illusory clarity of the Sambhogakaya. Also das sind die drei Kayas, die Offenheit des Dharmakaya, symbolische, diese symbolischen Erscheinungen des Sambhogakayas. And then we have the manifestation of the Nirmanakaya. Und dann die Manifestierung des Nirmanakaya. Which is manifestation into a complex world of interaction. Und das ist Manifestierung, Verkörperung in eine komplexe Welt des Interaktiven hinein. This is the domain of interpretation. Das ist das Reich der Interpretation. And this is where misunderstanding can arise. Und das ist, wo auch Missverständnisse so leicht auftauchen können. So returning to the question, how can we recognize the manifesting of our egoic sense of self? Also jetzt, um auf die Frage zurückzukommen, ist, wie können wir erkennen, wie sich unser Ego selbst manifestiert? It's marked by struggle. Die Zeichen davon sind Kampf, by bias and partiality, von Neigung und sich hingezogen fühlen zu diesem oder jenen, by a limited access to the richness of the immediacy of the field, bei dem begrenzten Zugang zu dem Reichtum, der in dem Feld um uns herum eigentlich da ist. and most importantly, perhaps, our ego self is marked by a self-referentiality. Und insbesondere vielleicht ist zu sagen, also an erster Stelle fast ist zu sehen, dass dieses Beziehen auf sich selbst, auf uns selbst ein Merkmal ist. I position myself into the interaction. Ich positioniere mich in diese Interaktion hinein. There's a kind of reflexive move in which I say, oh, I love your new shoes. Also da gibt es so ein reflektives Handeln, so hin und zurück, wo man sagt, oh, ich finde deine neuen Schuhe sehr toll. And overtly, I'm talking about your shoes. Und auf der Oberfläche spreche ich über deine Schuhe. But the subtext is, hey, I know something about shoes and these are good ones. Aber so, die Untertitel davon sind, ja, ich weiß, ich kenne mich ja aus mit Schuhen und das sind gute. So you can observe for yourself how your ego functions and how different it is from the description of presence or awareness. Und man kann das so gut selber beobachten, wie unser eigenes Ego funktioniert und wie anders das ist von Gewahrsein, einfach klarem, offenem Gewahrsein. It's a bit confusing since both can be referred to as I. Das, was uns natürlich verwirren kann, ist, dass wir beide mit Ich bezeichnen. But one is solid and self-asserting. Aber das eine ist solide und immer wieder bestätigt sich immer wieder selbst. And the other is relaxed, spacious, and open. Und das andere ist entspannt, offen und voll Raum. So we can't approach it through theory. Also können wir uns damit nicht mit Theorie befassen. But only by being with ourselves in our lostness, in our moments of clarity, and gradually we come to see how we are. Sondern wir können uns einfach nur selber beobachten, indem wir uns selber nahe sind, auch wenn wir uns verlaufen haben, verloren haben, wenn wir dann immer wieder dabei beobachten, wie wir selber sind. Okay, so now we come to the end. Jetzt kommen wir zum Ende. Thanks very much to Pedro for managing the flow of the
video connectivity. Ja, ganz herzlichen Dank an Pedro, dass der diese Videosache immer wieder so gut in die Hand nimmt. And our translators who make our connection across continents possible. Und unsere Übersetzer, die es möglich machen, dass wir miteinander über Kontinente hinweg kommunizieren. And to each of you for opening yourselves to an ever deeper relationship with the Dharma. Und Dank auch an euch alle, dass ihr euch öffnet für eine immer tiefer werdende Beziehung und Verhältnis zum Dharma. So we have some dates which are up on the website, and if you're interested, we'll meet again at these times. Also es gibt jetzt verschiedene Termine, die auf der Webseite sind, und wenn ihr Interesse habt, dann können wir uns dann wiedersehen. Now, I have a look. Now I can see more faces and how wonderful all these faces are. Und jetzt kann ich viel mehr Gesichter sehen und sehen, wie wunderbar all diese Gesichter sind. This is amazing. Das ist fantastisch. Here we are Hier sind wir, in this precious life which passes very quickly. in diesem sehr kostbaren Leben, was so schnell vorbeigeht. But we have these moments. Aber diese Momente haben wir. We are here Wir sind hier and then gone. und dann sind wir weg. Thank you. Bye-bye. Thank you, Thank James. you, Thank you, James. James. Bye. Obrigada. Gracias. Thank Everyone. you. Bye. Thank you. Graças, James. Bye, Não fazer. Thank you. Depois a gente falar Thank isso que a gente faz. A Thank gente you. faz também. I go E o to. brasileiro fica Bye. desencavando a Thank semente you. para ver se cresce.